Die Küsten im Microsoft Flight Simulator sind optisch ausbaufähig. Leere Stege, sterile Häfen, kaum Atmosphäre. Doch genau hier setzt Mamu-Design mit dem Add-on Marinas an. Von den ersten Freeware-Schritten auf FlightSim.to hat sich dieses Projekt inzwischen zu einem globalen Payware-Paket entwickelt, das die Wasserwelten im Microsoft Flight Simulator sichtbar verändert. Egal ob Boote, Piers, Wellenbrecher, Kräne oder blinkende Bojen. Hier kommt echtes Leben ans Wasser. Wir werfen in diesem Video einmal einen genaueren Blick auf das kostenpflichtige Add-on, welches sowohl im Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 funktioniert. Und da Mamu-Design den Microsoft Flight Simulator immer schon auch auf Konsole denkt, gibt es durchaus berechtigte Hoffnung, dass dieser Entwickler zukünftig auch auf PlayStation abheben wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ist Marinas für Xbox und PC erhältlich. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Marinas ist im Kern ein Weltverbesserer-Add-on. Es nimmt sich Küsten, Seen und Flüsse vor und platziert dort Stege, Piers und Yachthäfen, dazu eine Vielzahl an Booten. Das Ganze basiert auf OpenStreetMap-Daten, also einer weltweiten Datenbasis, die Schritt für Schritt in den Simulator übersetzt wird. Und das bedeutet, in fast jedem Land, in dem OpenStreetMap genügend Infos liefert, erscheinen jetzt Marinas mit Booten und passender Umgebung. Dazu kommen Breakwaters, also Wellenbrecher, die Küsten realistischer wirken lassen. Somit sprechen wir hier nicht über ein einzelnes Szeneriepaket für eine bestimmte Stadt oder dergleichen, sondern über eine globale Verbesserung, die vor allem auf VFR-Flügen entlang der Küste oder beim Anflug auf Airports am Wasser richtig Eindruck macht. Mit den Updates in 2025 ist das Add-on noch einmal deutlich gewachsen. Neu sind zum Beispiel Sea-Marks, also Bojen mit Navigationslichtern. Vor allem nachts wirkt das wie ein kleines Extrafeuerwerk auf dem Wasser. In großen Handelshäfen tauchen jetzt zusätzlich Hafenkräne und Container auf. Und das gibt den Hafenszenen eine glaubwürdige industrielle Note. Im Microsoft Flight Simulator 2024 geht Mamu-Design sogar noch einen Schritt weiter. Hier können wir mit unserem Avatar direkt auf die Stege laufen. Und dazu kommen kleine Details wie Möwen, die in Abhängigkeit von der Faunadichte auftauchen. Das sind jetzt keine riesigen Features für sich genommen, ja klar, aber in Summe machen sie die Wasserwelten im Microsoft Flight Simulator deutlich lebendiger. Marinas ist seit Sommer 2025 auch im offiziellen InSim-Marktplatz gelistet für PC und Xbox. Und das ist ein wichtiger Schritt, denn Mamu-Design selbst hatte oft betont, nur über den InSim-Marktplatz erreicht man systembedingt auch die Xbox-Community. Und genau das ist auch ein wichtiger Hinweis für die PlayStation-User. Denn wenn wir davon ausgehen dürfen, dass der Entwickler seiner Linie treu bleibt und Microsoft Asobo bzw. auch Sony die Voraussetzungen dafür schaffen, dann kann man im Grunde fest davon ausgehen, dass Mamu-Design auch auf dem InSim-Marktplatz auf PlayStation früher oder später auftauchen wird. Der Preis liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos bei 18,19 €. Updates kommen, wenn man über den InSim-Marktplatz gekauft hat, dann automatisch über den Content Manager, ein klarer Vorteil für Xbox-Nutzer, die keine manuellen Installationen durchführen können. Wer direkt beim Entwickler über dessen Homepage für PC kauft, unterstützt diesen direkt und hat den Vorteil, in der Regel auf Updates schneller zugreifen zu können. Dies geht wie erwähnt nur am PC. Wichtig ist, das Paket läuft sowohl im Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 und die Weiterentwicklung läuft. Wer am InSim-Marktplatz kauft, kann den Inhalt im Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 sowohl auf Xbox als auch am PC nutzen. Also in diesem Fall einmal kaufen und überall anwenden. Die systemübergreifende Nutzung auch auf PlayStation wird nicht möglich sein. Dafür sind die Voraussetzungen nicht geschaffen worden. Das ist aber eine grundsätzliche Situation und nicht auf den Entwickler Mamu-Design zurückzuführen. Falls der Inhalt also auch auf PlayStation kommen sollte und du dir ihn jetzt für PC bzw. Xbox kaufst, dann musst du ihn dir für PlayStation erneut kaufen. Umgekehrt genauso.
Sollte der Inhalt später einmal auf PlayStation kommen und du kaufst ihn dir dort auf dem InSim-Marktplatz, dann kannst du ihn nicht automatisch auch auf Xbox bzw. PC nutzen. Wie erwähnt, liegt dieser Umstand nicht an speziell diesem Entwickler. Die am InSim-Marktplatz gekauften Inhalte sind maximal zwischen Xbox und PC übertragbar, nicht aber auf PlayStation und umgekehrt und müssen daher erneut gekauft werden. Dies ist aus technischen und accountbedingten Gründen nicht möglich, so hat es uns Microsoft Asobo erklärt. Ein wichtiger Punkt bei Add-ons ist natürlich die Performance. Marmodesign ist bekannt dafür, seine Add-ons performance-schonend zu entwickeln und das zeigt sich auch bei den Marinas. Die Objekte sind überwiegend statisch und belasten das System nur minimal. In besonders großen Häfen, wo viele Boote, Kräne und Container zusammentreffen, kann die Szenerie naturgemäß etwas komplexer wirken. Das ist technisch bedingt, bleibt aber in einem Rahmen, den die Systeme gut bewältigen. Beachten sollte man, wer bereits andere Boot- oder Marinas-Add-ons nutzt, kann doppelte Objekte bekommen. Hier muss man ausprobieren und im Zweifel bestimmte Pakete deaktivieren. Wer es sauber halten möchte, sollte Marinas als zentrale Lösung sehen und andere Add-ons drumherum anpassen. Insgesamt bleibt Marinas ein, was die Performance-Belastung angeht, leichtgewichtiges Add-on, das optisch viel bringt, ohne die Systemleistung spürbar zu beeinträchtigen. Die Frage, die man sich selbstverständlich stellt, ist, braucht man das denn überhaupt? Wenn du VFR entlang der Küsten fliegst, Wasserflugzeuge nutzt, gerne tiefer unterwegs bist mit kleineren Maschinen und Helikoptern, oft in der Nähe von Häfen und Gewässern allgemein fliegst oder einfach auf zusätzliche Atmosphäre stehst, dann lohnt sich das Paket. Der Effekt ist subtil, aber global spürbar. Einmal aktiviert, möchtest du auf die visuellen Verbesserungen nicht mehr verzichten. Wenn du ausschließlich IFR auf Flight Level 350 unterwegs bist, wirst du von Marinas weniger mitbekommen. Aber auch in Ab- und Anflugphasen in der Nähe von Gewässern verbessert der Inhalt dann das Gesamtbild. Es ist also kein Must-Have für jeden, aber ein Stimmungsbooster, der den Microsoft Flight Simulator optisch nach vorne bringt und das weltweit. Marinas von Marmodesign ist ein Add-on, das keine spektakulären Features für sich beansprucht, aber in Summe eine riesige Wirkung hat. Von den leblosen Standardküsten hin zu echten atmosphärischen Wasserwelten. Die Plattformen profitieren gleichermaßen und mit Features wie Bojen, Hafenkränen und begehbaren Stegen im Microsoft Flight Simulator 24 ist klar, hier wird auch noch weiterentwickelt. Ich bin gespannt, was wir von Marmodesign in Zukunft noch sehen werden. Mit den Add-ons, Powerlines, Lifts und jetzt Marinas haben wir die aktuell wichtigsten Inhalte des Entwicklers für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 auf allen Plattformen besprochen. Alle Links zu den anderen Add-ons von Marmodesign findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt interessiert mich eure Meinung. Habt ihr Marinas schon ausprobiert? Und wenn ja, wo wirken eurer Meinung nach die Veränderungen am stärksten? Schreibt mir hierzu gerne einen Kommentar unter dieses Video und falls euch weitere Add-ons für den Microsoft Flight Simulator interessieren, lasst es mich ebenfalls gerne wissen. Nur so kann ich gezielt auf Vorschläge eingehen. Däumchen und Abo bitte wie immer an dieser Stelle nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen. Die Checklisten laufen, wir werden bald rennen. Clearance vom Tower, wir rollen zur Bahn. Und noch ein letzter Blick raus, die Reise fängt an. Von Lugano nach Innsbruck, nonstop im Stream. Realismus pur, denn wir leben den Dream. Flaps sind gesetzt, wir verlassen den Boden. Der Himmel so klar, fliegen dort ganz nach oben. Performance gecheckt, der Framecounter stabil. Die Details der Welt sind das allergrößte Ziel. Mit Add-ons und Mods, die Community lebt. Und im Stream sieht man schnell, wie die Leidenschaft bebt. Von Boeing bis Airbus, von Jumbo bis Jet. Jedes Cockpit so echt, es wirkt wie ein Set. Einmal durchstarten, dann wieder im Flow. Und alle zusammen, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben jetzt ab. Virtuelle Fliegerei, Takt für Takt.
Von Takeoff bis Landing, High-Level-Show. Die Triebwerke schreien, also gebt mir ein Go. Andiana TV, wir bleiben on top. Im Flight Sim Himmel und das nonstop. MSFS-Vibes im Stream sowieso. Die Runway ist frei, also gebt mir ein Go. Von Bergen bis Küsten, die Welt wird gezeigt. Der Sim macht's erlebbar, wohin man auch steigt. Startbahn im Nebel oder Sunset im Blick. Jeder Anflug ein Feeling, ein perfekter Klick. Ob Wolken im Sturm oder Nacht voller Licht. Der Simulator zeigt dir jedes Gesicht. Von Check-in bis Gate, jeder Ablauf präzise. Ein Flug wie im Echten, das ist die Devise. Gemeinsam im Stream, denn die Crew immer nah. Im Chat fließt die Stimmung, die Energy ist da. Andiana TV, wir fliegen im Flow. Die Reise geht weiter, der Flieger steigt hoch. ILS Capture, Approach im Blick. Das Wetter wird rau, doch wir bleiben intakt, Klick. Autopilot raus, ich nehm das nun von Hand. Butterweich setzen, wie ich es besser nicht kann. Andiana TV, wir heben jetzt ab. Virtuelle Fliegerei, Takt für Takt. Von Takeoff bis Landing, High-Level-Show. Die Triebwerke schreien, also gebt mir ein Go. Andiana TV, wir bleiben on top. Im Flight Sim Himmel und das nonstop. MSFS-Vibes im Stream sowieso. Die Runway ist frei, also gebt mir ein Go. Taxi zum Gate, wir sind wieder zurück. Der Stream war ein Flug und kein simples Glück. Morgen geht's weiter, das nächste Ziel so. MSFS forever, gebt mir ein Go. Andiana TV, wir heben ab, doch gemeinsam. Andiana TV. We will be taxiing for a few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened and all carry-on items stowed until the seatbelt sign has been turned off. You may not use your cell phones or other electronic devices until we have reached the